In diesem Video stellen wir euch die Top 3 der besten Parks in Bangkok vor. Let's go! Wir sind jetzt an der MRT Yellow Suan Luang Rama 9 Station. Verlassen jetzt die Station hier über den Exit 2 und begeben uns dann Richtung König Rama, dem 9. Park. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum König Rama Park. Von der MRT bis zum Park sind es circa 10 Minuten. Und wir sind hier in einer schönen, ruhigen Seitenstraße gelandet. Und und linker Hand, da stehen sogar richtig fette Villen. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß, hier lang zu gehen. Wir gehen immer gerne zu Fuß, weil dann sieht man doch mehr, als wenn man einfach nur mit dem Taxi durchfährt. Ja, und wir sind immer wieder erstaunt, wie ruhig es doch außerhalb der Hauptstraße ist. Wir genießen gerade unser Lieblingsgetränk, ein Orange Americano. Und der Vorteil in diesen lokalen Gegenden ist, dass die Preise einfach günstiger sind. Also der hier kostet nur 45 Baht, ein absoluter Schnapper. Und gleich geht es dann weiter zum Park. Wir sind jetzt am Rama 9 Park angekommen. Wir sind am Gate 5. Das haben wir ausgewählt, das ist das kürzeste von der MRT. Und jetzt gehen wir mal im Park. Ich glaube, es kostet 10 Baht Eintritt. Werden wir jetzt mal überprüfen. Bis gleich. Also der erste Eindruck ist schon mal sehr gut. Es ist super ruhig hier, ganz viele verschiedene Baum- und Pflanzenarten. Hier haben wir noch mal einen kleinen See und mittendrin steht ein Objekt, was einem Tempel nachgeahmt wurde. Um da hinzukommen, müsste man faktisch hinschwimmen. Das machen wir natürlich nicht. Und hier gibt es noch einiges mehr zu sehen. Drüben ist noch mal ein riesiger See. Da kann man sich zum Beispiel auch Tretboote ausleihen. Die sehen aus wie Schwäne. Das haben wir im Lupini Park schon mal gesehen. Und da steht auch noch ein ganz großes Gebäude. Da machen wir uns gleich mal hin. Die letzten 3 Tage hat es fast nur geregnet. Wir sind in der Übergangszeit von der Trockenzeit zur Regenzeit. Und deswegen sind wir echt happy, dass es heute nicht regnet, dass wir heute noch mal filmen können. Aber falls es regnet, sind wir vorbereitet. Genau, und zwar haben wir uns im 7-E, also im 7-Eleven, jeweils einen Regenponcho gekauft. Idealerweise auch in unseren Branding-Farben, Himmelblau und Sonnengelb. Und das sollte man immer dabei haben. Die Thais haben das auch immer dabei. Also wenn es jetzt mal regnet, dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen und sind bestens vor dem Regenwasser geschützt. So, ich habe hier gerade so einen kleinen Kollegen entdeckt. So einen kleinen hatten wir auch schon bei uns auf dem Balkon. Ich weiß nicht genau, ob es ein 100-Füßler ist. Wenn es einer von euch weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt sind wir in dem Heilkräutergarten. Hier gibt es verschiedene Pflanzenarten, die wir aber leider nicht kennen, weil wir uns mit Pflanzen nicht besonders gut auskennen, müssen wir ehrlich gestehen. Wir haben nur Schilder gesehen mit aromatischen Pflanzen, Giftpflanzen, Heilpflanzen, Heilkräuter. Aber es blüht halt gerade nichts. Ist jetzt auch nicht die allerbeste Zeit. Im Dezember muss es wohl am besten sein, hierher zu kommen. Aber es ist trotzdem schön, hier spazieren zu gehen und überall sind Schattenplätze. Also man kann hier sich wohlfühlen. Hört ihr das Geräusch? Da haben sich die Zikaden wieder verabredet. Man sieht sie aber natürlich nie. Aber sie sind offensichtlich da. Und zwar viele davon. Ja, man sieht sie wirklich nie. Nee. Nie.
sind wir jetzt in einem Gewächshaus bzw. einem Dome und hier finden sich lauter Kakteen. Die schauen wir uns jetzt mal an. Jetzt sind wir am Botanischen Garten angekommen und hier ist ein Mitarbeiter, der sagt uns, wir hätten nur 7 Minuten Zeit, weil das gleich schon wieder zumacht. Aber wir werden die Zeit nutzen und jetzt mal einen Rundgang. Ja, und wenn man dann denkt, man hätte alles gesehen, kommt man an diesen riesengroßen Platz mit See und Fontäne und jede Menge schöner Bäume. Ja, also man hat hier viel zu tun, wenn man alles sehen möchte. Fast nicht zu schaffen an einem halben Tag. Heute checken wir den Lumpini Park für euch aus und wir sind mitten auf dem See und zwar in einem lustigen Tretboot, was aussieht wie ein Schwan. Ja. Ja, Rettungswesten sind wie immer mit am Start. Genau. Ohne geht gar nicht, darf man gar nicht. Also es könnte ja was passieren. Und ja, es ist ziemlich lustig. Und das Coole ist, oh Achtung, ich muss lenken. Jasmin, ich muss Ja, lenken. ja. Nein, nach vorne ist nach rechts. Und das ist sogar kostenfrei. Ja. Also der Eintritt ist kostenfrei in Lumpini und das Tretboot auch. Und als wir 2019 das letzte Mal Tretboot gefahren sind im Lumpini, da mussten wir noch Geld bezahlen. Naja, ist eine gute Überraschung und naja, wir zeigen euch jetzt mal den Lumpini Park. Jasmin, schön Gas geben hier. Boah, alleine treten ist ganz schön Ja, anstrengend. einer muss ja filmen. So, der Marco steuert jetzt und tritt in die Pedale. Wir machen uns jetzt mal in Richtung Ufer, weil erfahrungsgemäß sind da immer viele Warane. Die würden wir euch gerne zeigen. Ich hoffe, wir finden welche. Ja, mal schauen. Der Lumpini Park ist auch sehr einfach zu erreichen mit der MRT. Es gibt 2 Stationen hier in der Nähe. Einmal die Siloam Station und einmal die Lumpini Station. Ja, wir waren letztes Jahr schon mal hier und dann wurde hier fleißig renoviert. Also das Ganze hier war eine Baustelle. Und man sieht, es ist einiges passiert. Viele Pavillons hier haben neuen Anstrich bekommen. Hier gibt es neue Toilettenhäuschen.
Und ja, alles ist super begrünt. Ja, und man sieht, dass die Leute Spaß haben, denn hier sind einige Jogger unterwegs und richtig was los hier. Der dritte Park, den wir euch vorstellen, ist der Benjakitti Park. Da sind wir gerade. Und den könnt ihr wunderbar erreichen mit der BTS. Die Station ist die Asok-Station. Oder ihr fahrt mit der MAT und steigt an der Queen Sirikit Convention Center Station aus. Eine Besonderheit vom Benjakitti Park ist, es gibt hier einen Skywalk, beziehungsweise mehrere Skywalks. Da kann man schön über die Sumpflandschaft gehen. Und es gibt noch Wege, die unter dem Skywalk durchführen. Hier unten sieht man jetzt schön das Sumpfland, von dem ich eben gesprochen habe. Da gehen wir gleich auch mal unten über die Stege. Ich zeige es euch mal. Ich bin Fahrradwege und Laufwege. Wie immer wird fleißig Sport getrieben. Wir stehen jetzt auf einer Empore, umgeben von ganz vielen Teichen mit Lotusblumen drin. Und man hört die Frösche quaken und die Vögel fliegen hier durch die Gegend. Hier ist eine große Artenvielfalt und es macht total Spaß, hier rumzulaufen. Man kann halt eben über den Skywalk gehen oder man geht einfach hier unten entlang. Da sind auch einige schöne Wege und ja, macht uns richtig Spaß. Und es sind noch riesige Bäume hier und wenn man über die Brücke läuft, dann ja, ist man den Baumkronen auch ganz nahe und hört die Vögel zwitschern. Also ist schon ganz cool. Ja. Den ersten Park, den wir besucht hatten, war der King Rama 9 Park. Das ist übrigens der größte Park Bangkoks. Der punktet auf jeden Fall mit seinem wunderschönen botanischen Garten und japanischen Garten. Der Nachteil, dieser Park liegt ziemlich weit vom Zentrum weg. Der zweite Park auf unserer Liste war dann der Lumpini Park. Er ist der bekannteste Park von Bangkok, liegt quasi mitten im Zentrum. Ist sehr beliebt bei Joggern. Abends kann man auch des Öfteren mal Aerobic-Outdoor-Gruppen sehen oder Tai Chi-Gruppen. Und ein weiteres Highlight sind die Warane. Habt ihr ja auch auf unserem Video gesehen. Der Benjakitti Park liegt direkt neben dem Lumpini Park. Ist aber moderner, neuer, ein bisschen stylischer. Ein Highlight vom Benjakitti Park sind ganz klar die Skywalks, die durch den ganzen Park führen, der Blick auf die Skyline. Und ein weiteres Highlight ist für Sportbegeisterte Fußgängerwege, Radfahrwege und Joggingwege. Jeder der drei Parks ist auf jeden Fall einen Besuch wert und jeder hat seine Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall haben alle drei Parks gemeinsam, dass es einen großen See gibt, wo man ein Tretboot ausleihen kann. Aber wenn wir einen der drei Parks als die Top Nummer 1 bewerten müssten, dann ist es auf jeden Fall der Benjakitti Park, weil das ist einfach ein totales Erlebnis, über den Skywalk zu gehen. Und da punktet auf jeden Fall der Erlebnisfaktor definitiv. Auf Platz 2 tatsächlich der König Rama Park.
weil der Botanische Garten ist wunderschön und es gibt ein riesiges Areal. Und die letzte Position würde dann der Lumpini Park bekommen, ist auch ein super Park, aber von den allen dreien wäre das unser Ranking. Es gibt natürlich noch mehr Parks in Bangkok, ungefähr 15 Stück. Wir haben uns jetzt für die 3 entschieden, aber uns würde mal interessieren, welchen Park wir in Zukunft auf jeden Fall mal besuchen sollten. Schreibt es mal in die Kommentare und schreibt auch mal, wer euer Favorit ist. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns sehr über ein Abo oder lasst mal einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao! Macht's gut. Ciao.